Gesundheit braucht Verstand. Haben Sie schon mal etwas von Hormesis gehört? Ein griechisches Wort, vom Griechischen abgeleitetes Wort und bedeutet etwas antreiben, etwas anstoßen. Man könnte es fast vergleichen mit dem Sprichwort, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Oder mit dem Ausdruck von Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Hormesis, dieser biologische Effekt, existiert ja tatsächlich und bedeutet, kleine, klug dosierte Stressreize aktivieren zellulären Schutz und Reparaturprogramme. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie diesen Mechanismus sicher für Ihre Gesundheit nutzen können und vor allen Dingen, was Sie besser vermeiden sollten. Bei vielen Menschen ist nämlich das Stresskonto schon überzogen und in dem Moment wird es toxisch. Nehmen wir nur als Beispiel das vermeintlich gesunde Eisbaden. Das Eiswasser am Körper und Eiswasser im Gesicht. Das ist eine Kombination aus Körperkälte und Tauchreflex, der im Gesicht wirksam wird. Und diese zwei Mechanismen, die aufeinandertreffen, die haben zur Folge, dass es zu Herzrhythmusstörungen kommen kann. Und das trifft natürlich ganz besonders auf die zu, die schon vorbelastet sind, also die schon Herzprobleme haben oder andere gesundheitliche Probleme, die durch dieses System stärker belastet werden. Lassen Sie mich noch mal präziser erklären, was Hormesis bedeutet. Es ist ein biphasisches Dosis-Wirkungsprinzip. Klingt etwas kompliziert, aber ist eigentlich ganz einfach. Links auf der Kurve zu wenig Reiz. Kein Trainingseffekt. In der Mitte der Sweet Spot. Hier werden Schutzprogramme aktiviert, die genau richtige Reizbalance. Rechts zu viel, jetzt wird's toxisch. Die Evolution hat diesen Mechanismus über Millionen von Jahren hochgradig entwickelt. Unsere Vorfahren erlebten ständig wechselnde Bedingungen. Mal Hitze, mal Kälte, mal Nahrung, mal Fasten. Die Zellen, die sich anpassen konnten, überlebten. Aber hier kommt der entscheidende Punkt, den die meisten übersehen. Die Position auf dieser Kurve ist nicht fix. Sie verschiebt sich täglich, ständig in Abhängigkeit zu Ihrem Stresskonto. Stellen Sie sich Ihre Anpassungsfähigkeit wie ein Bankkonto vor. Jeder startet morgens mit einem bestimmten Kontostand. Wenn alles in Ihrem Körper so funktioniert, wie es sein muss, vor allen Dingen die elementarsten Funktionen wie Atmung, Schlucken, Kopfbalance, dann starten Sie mit plus 100. Eine kalte Dusche oder Sauna? Kein Problem. Das Konto verkraftet die Abbuchung und später bekommen Sie sogar noch Zinsen dafür in Form von positiven zellulären Prozessen. Aber was passiert zum Beispiel, wenn Funktionen gestört oder belastet sind? Nehmen wir mal wieder die Mundatmung. Bei Mundatmung fällt der Mund nachts auf, dabei verengen sich aber insgesamt die Atemwege. Das führt zum Beispiel zu trockenem Mund und 50 oder mehr Mikroarousals, das sind kleine Aufweckmomente aus dem Schlaf und die muss der Körper ständig kompensieren. Und die Zungenposition, die haben wir ja auch schon in anderen Videos erklärt, ist unten auf den Mundboden ausgerichtet, statt am Gaumen zu liegen, wo sie hingehört. Somit erfolgt 2000 Mal falsches Schlucken am Tag. Sie denken, Sie haben 8 Stunden geschlafen. Bei Mundatmung waren das allerdings 8 Stunden Kompensationsarbeit. Morgens Konto schon bei minus 50, von Stresshormonen geflutet. Dann Eisbaden für die Gesundheit? Das ist wie Kredit auf Dispo nehmen. Kein Wunder, wenn es dabei zu dokumentierten Herzrhythmusstörungen kommt. Kommen wir aber mal zu der Frage, warum dosierter Stress die Zellen robuster macht. Das müssen Sie sich vorstellen wie eine Feuerwehrübung, die dafür da ist, dass in der Gefahrensituation richtig reagiert wird. Also, wenn gefordert, erfolgt die richtige Reaktion. Nehmen wir mal den Mechanismus 1, das ist die Einschaltung eines Entgiftungsschalters. Der heißt NRF2. Wird er eingeschaltet, aktiviert er hunderte von Genen für antioxidative Enzyme. Die Zelle entwickelt sich widerstandsfähiger gegen späteren, größeren Stress. Und dann gibt es die Hitzeschockproteine. Sie entstehen als zelluläre Rettungshelfer bei Anstrengung und Hitze. Sie reparieren defekte Proteine oder entsorgen sie. Und drittens die Mitohormesis. Bewegung erzeugt freie Radikale in den Mitochondrien. Und die Antwort, mehr Mitochondrien, also mehr Kraftwerke, werden gebaut und alte aussortiert. Und der vierte Prozess führt dazu einer Qualitätskontrolle. Der Mitochondrienstress triggert das Aufräumprogramm, beschädigte Teile raus und Qualität rauf. Und dann haben wir da den Recycling-Schalter. Bei Energiemangel springt die Autophagie an. Schaut euch dazu nochmal das Video an zur Autophagie. Gemeint ist damit der zelluläre Abfalldienst. Und dann haben wir da noch das Immuntraining. Die adaptive Stressantwort macht Immunzellen resilienter und die Folge ist, sie reagieren besser auf echte Bedrohungen. Aber nochmal, und das ist entscheidend, diese Programme funktionieren nur dann richtig, wenn das System nicht schon vorher überlastet ist.
Hier einige unscheinbare Anzeichen, die darauf hinweisen, dass Ihr Stresskonto schon in einem Limitbereich ist. Legen Sie eine Hand auf den Bauch und eine auf die Brust und atmen Sie. Bewegt sich die Hand auf der Brust mehr, atmen Sie falsch. Brustatmung statt Bauchatmung aktiviert die Stressnerven. Und jetzt kommt die Zunge. Schauen Sie sich Ihre Zunge im Spiegel an. Hat sie Eindrücke an den Rändern? Ist sie belegt? Das spricht für Mundatmung. Und das dritte ist Schlucken. Schlucken Sie und beobachten Sie sich im Spiegel. Drücken Sie dabei Ihre Lippen kräftig zusammen. Spannt sich sogar dieser Muskel am Kinn an. Schlucken Sie mit einer Kopfbewegung. Drücken Sie beim Schlucken mit der Zunge nach vorne gegen die Zähne. Trifft eins davon zu, dann ist das Schluckmuster gestört. 2000 Mal täglich erzeugen Sie Mikrostress. Und dann haben wir wieder die Kopfposition. Stellen Sie sich mit dem Rücken an die Wand, liegen Hinterkopf, Schultern und Po gleichzeitig an. Wenn der Kopf nicht anliegt, spricht man von einer Kopfvorhalte, also der Kopf ist etwas vorgeneigt, was eine permanente Kompensation für Ihren Körper bedeutet. Ein oder mehrere Tests positiv ausgefallen, dann könnte selbst die kalte Dusche statt zur Stärkung zur Belastung werden. Bei vielen Menschen kann der Prozess der Hormesis also nicht funktionieren, wie wir bereits erwähnt haben. Das Stresskonto ist bereits überzogen. Und wodurch? Mundatmung, falsche Schluckbewegung, falsche Kopfhaltung. Wieder die 3 Basisfunktionen, die wir als triadische Funktion bezeichnen. Und hier ein kleiner Hack, den Sie selbst einmal ausprobieren können. Schritt 1. Cold Face Impuls. 30 Sekunden dauert der. Sie nehmen eine Schüssel mit kaltem Wasser, Gesicht rein und halten Sie das 10, manche vielleicht sogar 30 Sekunden durch. Genau das triggert Ihren Tauchreflex, über den wir alle verfügen. Jetzt wird das parasympathische Nervensystem angesprochen, Ihr Vagusnerv feuert und der Puls geht runter. Und im Schritt 2 machen Sie die Faceformer Atemübung. Können natürlich nur die machen, die einen Faceformer haben. Das heißt, Sie nehmen den Faceformer und kombinieren die Übung mit der Atmung, um festzustellen, dass Sie mit weniger Atemzügen viel besser zurechtkommen. Das hat damit zu tun, dass sich insgesamt Ihr Stresslevel reduziert und auch die Atemfrequenz über den Tauchreflex schon reduziert ist. Hier auf diesem YouTube-Kanal einfach nach Faceformer Atemübung suchen oder den QR-Code scannen. Wichtig, Sie trainieren jetzt mit dem Faceformer mit neurowissenschaftlicher Ausrichtung. Der Faceformer gibt nur den Widerstand und die Position vor. Ihre Muskulatur arbeitet zusammen mit dem Nervensystem. Der Vagusnerv reagiert und Ihr Gehirn programmiert sich nach und nach durch das Faceformer-Training um. Sobald Sie eine automatisierte, korrekte Nasenatmung haben, reguliert sich Ihr autonomes Nervensystem im Idealfall von selbst. Auch für die kalte Dusche probieren Sie mal das. Kaltes Wasser ja, aber mit Progression, statt direkt in die Vollen zu gehen. In der Woche 1 30 Sekunden kaltes Duschen in der letzten Phase des Duschvorgangs. In der zweiten Woche steigern Sie das auf 60 Sekunden und in der dritten Woche auf 90 Sekunden. Danach etwa bei diesem Zeitraum 60 bis 90 Sekunden bleiben. Nicht übertreiben. Mehr brauchen Sie nicht, um Kältereiz und Hormesis zu trainieren. Eisbaden ist kein Einsteigertool. Kaltschock am gesamten Körper plus Tauchreflex ist hohes Rhythmusrisiko und ganz besonders bei überzogenem Konto und Vorerkrankungen. Und jetzt erkläre ich Ihnen mal, wo Hormesis überall im Alter versteckt ist. Und da fragen wir uns erstmal, warum Hunger gut für das Gehirn sein kann. Leichter Hunger aktiviert Energiesensoren in den Zellen. Die Zelle schaltet auf Fettverbrennung und produziert Ketone. Und diese sind Raketentreibstoffe fürs Gehirn. Deshalb spüren viele Menschen, dass sie klarer denken, wenn sie hungrig sind. Aber, und jetzt kommt wieder die Übertreibung, Dauerhunger kippt die Kurve und Muskeln bauen sich ab. Nur gut getimte Esspausen sind der Sweet Spot. Und passives Training bei Sauna kann dafür sorgen, dass Ihr Herzschlag auf 100 bis 150 Schlägen steigt. So ähnlich wie beim Sport. Der Körper produziert Hitzeschockproteine. Und finnische Beobachtungsstudien weisen darauf hin, dass es offensichtlich einen Zusammenhang gibt zwischen häufiger Saunanutzung und dem Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben, die sich dadurch deutlich verringern soll. Aber zu lange in der Sauna sein, über 20 Minuten und bei zu hoher Hitze, über 90 Grad, kann das Ganze auch zum Risikoproblem werden. Die etwas bittere Wahrheit über Gemüse, warum ist Brokkoli wohl gesund? Und zwar nicht trotz, sondern wegen der Bitterstoffe. Sulforaphan, Quercetin, Curcumin,
Das sind milde Pflanzengifte. Die Pflanze produziert sie gegen Fressfeinde. Bei uns aktivieren diese Stoffe unser zelluläres Abwehrprogramm. Wir nutzen den Stress der Pflanze für unsere Gesundheit. Das nennt sich Xenohormesis. Und diese Anpassungseffekte, die haben wir auch beim Sport. Die Muskeln produzieren CO2, wenn wir uns anstrengen. Und das sorgt dafür, dass die Zellen mehr Sauerstoff aufnehmen können. Und das ist wiederum ein hormetisches Training, was sich beim Sport automatisch einstellt. Aber man kann auch hier wieder übertreiben und kommen Atemtechniken hinzu, die darauf Wert legen, dass man besonders wenig atmet und besonders flach atmet. Dann kippt das Ganze wieder, quasi in den Bereich des Übertrainings, oxidativer Stress und Immunschwäche. Und kommen wir zum Sonnenlichtparadox. 10 bis 15 Minuten in der Sonne bildet sich Vitamin D und tatsächlich bildet sich auch im Endothel, also so in der inneren Auskleidung unserer Adern, mehr Stickstoffmonoxid. Das sorgt für die Aufweitung, das Blut kann besser fließen in unserem Körper und all dieses zusammen führt natürlich zu einer Steigerung eurer Stimmung. Solche Art UV-Strahlung ist ein milder Stress, der Reparaturmechanismen aktiviert. Und jetzt kommt wieder das Aber, nämlich nach 15 bis 20 Minuten überwiegen DNA-Schäden in der Haut. Deswegen haben hellhäutige Menschen in sonnigen Ländern höhere Hautkrebsraten. Sie sind nämlich konstant rechts auf der Kurve. Sehen Sie das Muster? Vieles kann hormetisch wirken, wenn die Dosis stimmt. Und sie wird toxisch, wenn sie zu hoch ist. Bei vielen können wir aber keine klaren Aussagen über die Dosis machen. Und natürlich, wie überall, bestätigen Ausnahmen die Regel. Sprechen wir aber auch mal Klartext über gefährliche Mythen, die mit Hormesis nichts zu tun haben. Egal wie sie dosiert sind. Mythos Nummer 1. Alkohol, ein Gläschen, ist gesund. Zellulär betrachtet, leider ganz klares Nein. Alkohol ist eine Gruppe 1 Karzinogen. Es gibt einfach kein sicheres Level. Die alte J-Kurve, die zeigt, dass moderates Trinken das Herz schützt. Moderne genetische Analysen widerlegen das. Alkohol ist kein Hormetikum. Mythos 2. Ein bisschen Strahlung härtet ab. Das nahm man tatsächlich ursprünglich an, ist aber auch falsch. Für ionisierende Strahlung gibt es keinen gesundheitlich nützlichen Bereich. Die großen Arbeiterkohortenstudien zeigen, das Krebsrisiko steigt, linear mit der Dosis, auch im Niedrigbereich. Und Strahlenschutzbehörden arbeiten mit dem Prinzip, so wenig wie möglich, am besten gar nichts. Und der Mythos 3. PFAS und Mikroplastik in kleinen Dosen sollen den Körper trainieren. Das ist absolut nicht so. Diese Stoffe haben keinen hormetischen Nutzen. Ganz im Gegenteil, sie reichern sich im Körper an und werden immer mehr. Die EPA hat Grenzwerte gesetzt im Bereich von wenigen Nanogramm. Das Ziel ist, sich den PFAS möglichst nicht auszusetzen und es nicht noch als Trainingseffekt für Hormesis zu nutzen. Die Dosis macht das Gift, aber für manche Stoffe gilt, es gibt für sie keine sichere Dosis. Diese gehören nicht in Ihr Hormesis-Toolkit. Bevor wir zum Ende kommen, lassen Sie mich noch einmal klarstellen. Die Wellnessindustrie verkauft Ihnen Extreme als Gesundheit. Eisbaden, 48 Stunden Fasten, extreme Workouts. Alles wird als Longevity-Hack vermarktet, bei dem Hormesis eine Rolle spielt bzw. spielen soll. Aber für manche Menschen kann dies genau das Gegenteil bewirken. Fassen wir die wichtigsten Punkte zusammen. Hormesis ist real, aber die Dosis macht's. Kleine, klug dosierte Stressreize aktivieren tatsächlich zelluläre Programme. Hitzeschockproteine, Autophagie, das sind keine Marketingbegriffe, sondern tatsächlich messbare biologische Antworten. Aber zu viel kippt immer in Schaden. Zweitens, Ihr Stresskonto entscheidet über Nutzen und Schaden. Bei gestörten Basisfunktionen, die wir ja schon oft erklärt haben, Mundatmung, falsche Schlucken, fehlerhafte Kopfbalance, ist Ihr Konto bereits überzogen. Und dann wird selbst die kalte Dusche zur Belastung statt zur Stärkung. Also erst das Konto auffüllen und dann die Reize dosieren. Die Triade ist Ihre elementarste Basis. Atmen und Schlucken und Kopfbalance müssen stimmen. Sie stehen am Anfang aller Kausalketten. Sonst verpufft jede Hormesis. Das ist nicht die Meinung eines Einzelnen, sondern das ist Physiologie. Und viertens, Progression schlägt Extreme. Immer. 30 Sekunden kalte Dusche mit langsamer Steigerung ist besser als heroisches Eisbaden mit Gefahr für Herzrhythmusstörungen. Die effektivsten hormetischen Reize sind moderat und konsistent. Tägliche Bewegung statt wöchentlichem Marathon. Gut getimte, ausgedehnte Esspausen statt tagelanges Fasten. Sauna 10 bis 15 Minuten statt Hitze-Challenges. Manche Dinge sind niemals Hormesis. Alkohol, kein sicherer Level. Gruppe 1,
karzinogen. Ionisierende Strahlung ist karzinogene Strahlung. Lineares Risiko ohne Nutzschwelle. BFAs und Mikroplastik, Gifte ohne Trainingseffekt. Was können Sie heute schon tun? Beginnen Sie mit dem Basischeck. Prüfen Sie Atmung durch die Nase, Zunge, Schlucken und Ihre Kopfhaltung. Gestörte Basisfunktionen? Dann ist die Faceformer-Therapie Ihr erster logischer Schritt, bevor Sie sich dosierten Stressoren aussetzen. Der Vagus Reset mit 30 Sekunden Gesicht im kalten Wasser, gefolgt von ruhiger, bewusster und tiefer Nasenatmung. Das aktiviert sofort das parasympathische System über den Nervus vagus. Wählen Sie einen milden Stressreiz für die nächste Woche, nicht mehrere gleichzeitig. Spüren Sie, wie dann Ihr Körper reagiert. Justieren Sie dann die Dosis, nicht die Anzahl der Reize. Gesundheit braucht Verstand und Verstand bedeutet zunächst die Basis stabilisieren, bevor man Extreme sucht. Und bei Hormesis gilt besonders, die Dosis entscheidet über Nutzen oder Schaden. Ihr Körper hat alle Voraussetzungen für Robustheit, aber nur, wenn das Fundament stimmt und die Dosis passt. Schreiben Sie gerne einen Kommentar unter das Video mit Ihren Erfahrungen zu dem Thema. Und wie immer, wenn das Video Ihnen gefallen hat, Daumen hoch und unbedingt teilen. Und abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal für mehr wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen. Und zwar ohne Extreme, sondern mit Verstand. Bis zum nächsten Mal. Und denken Sie dran, erst die Basis, dann Biohacks. Und ich sage wieder, Tschüss für heute.